Heute bereiten wir knackige Gurken ohne Kochen und ohne Essig zu. Nur ein gesundes, fermentiertes Produkt, das sich mehrere Jahre hält. Circa 4,5 Kilogramm Gurken. Gut waschen und 3 Stunden in kaltem Wasser einweichen. Dill, am besten mit Stängeln und Blütenköpfen. Meerrettichblätter, alternativ Kirsch- oder schwarze Johannisbeerblätter. Meerrettichwurzel. In dünnen Scheiben schneiden. Knoblauch, circa eine Knolle pro Glas. Chilischote, wenn Sie es scharf mögen. Sauberes, gut gewaschenes Glas. Ich verwende 3 Liter Gläser. Ein paar Knoblauchzehen, Dill, Meerrettichwurzel und Blätter auf den Boden geben. Eins bis 2 Chilischoten hinzufügen. Glas zur Hälfte mit Gurken füllen. Noch ein paar Knoblauchzehen, ein Meerrettichblatt oder Wurzel hinzufügen. Dann das Glas ganz mit Gurken füllen. Obenauf können Sie noch Knoblauch und etwas Dill geben. Jetzt bereiten wir die Lake vor. Trinkwasser verwenden, es muss nicht abgekocht werden. Sie können Leitungswasser verwenden, wenn es vertrauenswürdig ist. Oder gefiltertes Trinkwasser. 100 Gramm grobes Steinsalz pro 1 Liter stilles Wasser. Die Lake wird sehr salzig, das soll so sein. Sicherstellen, dass sich das Salz vollständig auflöst. Die Lake bis ganz oben über die Gurken gießen. Das Wasser sollte direkt unter dem Deckel stehen. Während der Fermentation gegebenenfalls mit stillem Wasser bis zum Rand auffüllen. Gläser mit Deckeln abdecken, nicht fest verschließen. Unbedingt etwas unter die Gläser stellen, da Lake austreten kann. Die Gurken 5 bis 8 Tage fermentieren lassen, fern von direkter Sonneneinstrahlung. Die Fermentation beginnt 1 bis 2 Tage nach dem Übergießen mit der Lake. Sie dauert 5 bis 7 Tage, abhängig von der Temperatur. Ich stelle die Gläser in einen Topf, da die Lake überlaufen kann. Die Lake wird trüb und es bilden sich Bläschen. Nicht vergessen, Wasser in die Gläser nachzufüllen, da etwas auslaufen kann. Die Gurken bis zum Ende der Fermentation stehen lassen. 5 bis 7 Tage je nach Temperatur. Wenn Sie unsicher sind, ob die Fermentation abgeschlossen ist, die Gurken länger in der Lake lassen, 7 bis 8 Tage. Am Ende der Fermentation kann ein weißer Belag auf den Gurken erscheinen. Das ist ein weißer Belag, der durch Milchsäurebakterien entsteht. Am Boden wird sich auch weißer Rückstand bilden. Das ist normal. Es handelt sich um Milchsäurebakterien, die für die Fermentation verantwortlich sind. Die ganze Lake abgießen, wir brauchen sie nicht mehr. Ich zeige Ihnen den weißen Belag auf den Gurken, er sollte gründlich abgespült werden. Das Glas mit den Gurken mehrmals unter fließendem Wasser spülen. Glas mit Wasser füllen und gut schütteln, dabei auf den Kopf stellen und zurückdrehen. Wasser ausgießen, Glas neu befüllen, schwenken und erneut ausgießen, 3 bis 4 Mal. Es sollte kein weißer Belag mehr auf den Gurken oder im Glas zu sehen sein.
Jetzt sehen Sie, wie sauber die Gurken und der Glasboden geworden sind. Jetzt zeige ich Ihnen, wie die Gurken geworden sind. Knackige Gurken. Jetzt das Glas mit Leitungswasser, wenn trinkbar, oder gefiltertem Wasser füllen. Wichtig, das Wasser bis ganz oben ins Glas füllen. Den Deckel waschen. Glas fest mit dem Deckel verschließen. So sehen die Gurken aus, die bereit für die langfristige Lagerung sind. So machen Sie es mit jedem Glas. Gießen Sie die Lake ab und spülen Sie die Gurken zusammen mit dem Glas mehrmals aus. Und verschließen Sie es mit einem Einmachdeckel. Die Gurken 7 Tage beobachten, ob sich die Deckel wölben. Wenn sich die Deckel nicht gewölbt haben, haben Sie alles richtig gemacht. Solche Gurken können über 1 Jahr bei Raumtemperatur an einem dunklen Ort aufbewahrt werden. Wenn sich der Deckel stark wölbt, Glas öffnen und Wasser nachfüllen. Erneut fest verschließen, 2 bis 3 Tage kontrollieren und dann zur Lagerung beiseite stellen. Ich zeige Ihnen die Gläser mit Gurken nach 7 Tagen. Man sieht, dass sich die Deckel nicht gewölbt haben und die Lake klar ist. Schauen wir uns an, wie die Gurken geworden sind. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. Sie schmecken hervorragend und sind sehr knackig. Sie können 1 bis 2 Jahre bei Zimmertemperatur gelagert werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Tag.